Nach unserer Reise durch die Bretagne bin ich wieder in heimischen Gefilden unterwegs, heute in der Nähe der ehemaligen innerdeutschen Grenze um Helmstedt. Hier finden sich noch einige interessante Megalithanlagen. Wir starten die Folge in der Nähe von Seehausen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf der Suche. Dieses Mal wieder in der Heimat unterwegs. Und zwar sind wir hier in Seehausen, oder zumindest in der Nähe davon. Und da versuche ich den Götterstein zu finden. So, hier stehen schon ein paar Schilder. Ich denke mal, ja, hier steht er. Der Menhir von Seehausen oder Götterstein ist ein 2,25 Meter großer Menhir aus Sandstein bzw. Quarzit. Er wurde um 1800 bei Ausgrabungen an Grabhügeln in der Nähe entdeckt und 1816 hierher versetzt. Er trägt Verzierungen, die einen Kreis, ein breites Beil mit Stiel und eine Schärpe zeigen sollen. Auf älteren Zeichnungen sollen hier auch noch Teile eines verzierten Gürtels erkennbar sein. Diese verzierte, manchmal anthropomorphe Form von Menhiren wird auch als Statuenmenhir bezeichnet, wie zum Beispiel auch die sogenannte Dolmengöttin von Langeneichstätt aus Folge 2. Die Ritzungen vergleichen Archäologen mit ähnlichen Darstellungen aus dem Schwarzmeerraum und die Bearbeitung wird damit auf ein Alter von 4200 bis 4800 Jahre geschätzt. Auch eine Zuordnung zur Bernburger Kultur ist nach Ansicht der Archäologen möglich. Heutzutage steht hier nur noch eine Replik. Ja, der Stein war aber schon extrem verwittert. Ja, und irgendwie gab es auch ein paar Leute, die hier Vandalismus betrieben haben und deswegen wurde der Originalstein ins Depot, ins Landesmuseum nach Halle verbracht und hier dann diese Kopie aufgestellt. Wäre ja vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man zumindest den Stein dann noch ausstellt. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Wenn ich diese Kopie mit älteren Bildern vom Originalmenhir vergleiche, muss ich feststellen, dass die Form ganz gut getroffen ist, aber die Verzierungen auf dem Original feiner ausgearbeitet wirken. Es kann natürlich auch sein, dass diese Bilder bei günstigem Licht aufgenommen wurden, was die Petroglyphen mehr hervortreten lässt. Der Götterstein stand nicht ursprünglich an der Stelle, sondern wurde wohl auf einem Hügel südlich davon gefunden. Ich denke mal, es wäre jetzt irgendwo dieser Hügel, schätze ich mal, dass der damit gemeint ist. Sieht ja auch aus, als wäre hier mal gebuddelt worden. Ja, vielleicht auch hier drüben, auf der anderen Seite. Übrigens soll es am Originalfundort auch noch eine Tinkstätte gegeben haben und es wird von weiteren Menhiren in der Gegend berichtet, zu deren Standort ich aber keine Informationen gefunden habe. Dort soll aber auch ein Steinbeil gefunden worden sein, das der Rössener Kultur vor 6500 Jahren zugeordnet wurde. Es ist denkbar, dass der Götterstein ebenfalls in dieser Zeit aufgestellt wurde und die Verzierungen am Stein erst später entstanden. So, ich bin jetzt hier kurz vor Eilsleben und hier steht noch der Hinkelstein von Eilsleben. Der Menhir von Eilsleben, auch Langer Stein oder Irminsäule genannt, befindet sich etwa 150 Meter südöstlich vom Ortsausgang Eilsleben, stand aber ursprünglich noch etwas weiter Richtung Südosten von hier auf dem sogenannten Kalkberg.
Der Stein soll eine Gesamtlänge von 2,40 Meter haben, wovon etwa 1,70 Meter aus dem Boden ragen, ist 50 Zentimeter breit und 40 Zentimeter tief. Er besteht aus feinkörnigem Sandstein, verjüngt sich nach oben und die Rückseite ist etwas abgeflacht. Buchstabenritzungen auf dem Stein sollen neuzeitlichen Ursprungs sein. Schöner Stein. Leider hier direkt an der Straße. Schade. Und wie groß wird er sein? Naja, der ist schon so 1,80 schätze ich mal. Ich bin jetzt hier bei Süpplingenburg und hier sehe ich auch schon den Dolmen oder zumindest das, was davon übrig ist. Ich glaube, Decksteine gibt es da, glaube ich, fast gar keine mehr. Fast ausschließlich nur noch die Tragsteine übrig. Der Dolmen von Süpplingenburg stand ursprünglich 1 Kilometer nordöstlich des heutigen Standortes und war bereits durch Ackerwirtschaft so stark zerstört, dass die Rekonstruktion nur noch reine Spekulation ist. Die Steine wurden 1976 auf einem Acker gefunden und 1977/78 ausgegraben. 1982 wurden 12 der 14 gefundenen Quarzitsteine an den jetzigen Standort versetzt und in ihre heutige Form gebracht. Auch wieder so wie so ein paar Mini-Schälchen. So, ist die Frage, ist es natürlich entstanden oder haben das Menschen gemacht? Schwer zu sagen. Bei den Ausgrabungen wurden Feuersteingeräte, ein Steinbeil und Bruchstücke eines verzierten Tongefäßes gefunden, das der Trichterbecherkultur zugeordnet wird. Die Anlage wird auf ein Alter von etwa 5500 Jahren geschätzt. Hier begegnet uns auch das erste Mal sogenannter Knollenquarzit, der teilweise recht spannende Formen annehmen kann. Dazu gibt es später noch mehr Beispiele. Tatsächlich ist mir diese Art Gestein bisher noch nie bewusst begegnet. Man trifft es aber in dieser Gegend anscheinend sehr häufig an. Einen interessanten Fakt zu Süpplingenburg gibt es noch zu erwähnen. Der Templerorden hatte hier von etwa 1170 bis zu seiner Auflösung in 1312 eine sogenannte Kommende bzw. Komturei, wozu auch die Kirche St. Johannes und die Burg Süpplingenburg gehörten. Weiter geht's in Großsteinum. Hier gibt es die sogenannte Boxhornklippe, was ja so eine natürliche Steinformation sein soll. An deren Fuß wurde auch mal ein Dolmen gefunden. In Großsteinum befindet sich die sogenannte Boxhornklippe. Es handelt sich um eine natürliche Felsformation, die wieder aus besagtem Knollenquarzit besteht. Am Fuße der Klippe wurden 1995 die Überreste eines Dolmens gefunden. Da die Ausgrabung nicht unter archäologischer Leitung erfolgte, war eine Rekonstruktion nicht mehr möglich. Stattdessen hat man aus den Steinen eine Art Megalith-Lehrpfad angelegt, der zeigen soll, wie diese Anlagen gebaut wurden. Auf einem der Schilder wird erwähnt, dass es 3 nachgewiesene Dolmen im Gebiet von Großsteinum geben soll, die auf einer Linie liegen. Den Dolmen, der an der Boxhornklippe gefunden wurde,
der Dolmen am Dorm, den wir uns gleich anschauen werden, und eine weitere Anlage, zu der ich keine Informationen gefunden habe. Möglicherweise ist diese bereits zerstört. Aber hier kann man das tatsächlich relativ gut erkennen, dass dieses Gestein wirklich solche Buckel macht. Also die Steine hier in der Gegend haben wirklich fast alle irgendwelche ziemlich spannenden Formen. Irre, habe ich so noch nie gesehen. Und hier drüben, auf dem Friedhof gegenüber, liegt noch der sogenannte Wippstein. Gegenüber der Boxhornklippe auf dem örtlichen Friedhof findet sich noch der Wippstein. Es handelt sich hier um einen großen Block aus Knollenquarzit, der, bevor er zerbrochen ist, wahrscheinlich mit wenig Kraftaufwand zum Wippen gebracht werden konnte. So einen knappen Kilometer nordwestlich von Großsteinum steht noch ein Dolmen hier am Waldrand. Da drüben irgendwo. Und da muss ich jetzt mal hier gucken, ob ich den Weg dahin finde. Hier liegen auch noch so ein paar Steine am Wegesrand. Würde mich nicht wundern, wenn man die auch mal irgendwo auf dem Acker gefunden hatte.
und hier dann platziert hat. Oh, das sieht aber farbenfroh aus. Wir sind da. Der Dolmen am Dorm. Nennt man natürlich Großsteingrab, aber ich habe mich dazu entschieden, solche Bauten nicht mehr als Großsteingräber zu bezeichnen, weil jetzt einfach nicht klar ist, ob das wirklich als Gräber gedacht war. Vom Gangdolmen am Dorm sind noch 17 Steine vorhanden, die wieder aus Knollenquarzit bestehen. Er ist 9 Meter lang und steht nicht mehr am Originalstandort, sondern wurde auf dem anliegenden Acker etwa 200 Meter südwestlich gefunden. In den Jahren 1950 und 1951 wurden die Überreste der Anlage ausgegraben, deren Steine durch intensive Landwirtschaft bereits stark verlagert waren. Die Steine wurden dann bei hart gefrorenem Boden mit leicht angetauter Schneedecke, also mehr oder weniger perfekte Bedingungen, mit Hebebäumen auf einen Schlitten geladen und per Ochsengespann zum jetzigen Standort transportiert. Sie wurden dann am Waldrand wieder aufgebaut und nach dem Vorbild der Lübbensteine bei Helmstedt gestaltet. Die Lübbensteine stelle ich euch später noch vor. Am Originalstandort wurden wohl zahlreiche Knochen- und Keramikreste gefunden. Es wird auf ein Alter von ca. 5500 Jahren geschätzt. Der Dolmen hier, der stand nicht ursprünglich an der Stelle. Der wurde hier irgendwo auf dem Acker davor gefunden und dann hier versetzt. Bei der Rekonstruktion hat man sich an den Lübbensteinen bei Helmstedt orientiert. Stelle ich euch später noch vor. Ihr kennt mich, ich muss hier natürlich reinkrauchen. Letzte Station für heute, die Heidenkrippe. Soll auch mal ein ehemaliger Dolmen gewesen sein. Der heutzutage stark zerstört ist. Eine Rekonstruktion war nicht möglich, da wohl keiner der 9 Steine an seinem ursprünglichen Ort liegt. Ja, das Gestein, was man hier so sehen kann, ist wieder so ein Knollenquarzit. Die Anlage liegt knapp 5 Kilometer nordwestlich von Erxleben in einem Waldgebiet. Von den verbliebenen Steinen sind wahrscheinlich 8 Tragsteine und einer ein Deckstein gewesen. Und das hier, das ist wohl der Stein, der angeblich immer Wasser trägt. Zumindest einer Sage nach. Gut, es hat die letzten Tage tatsächlich geregnet. Ist jetzt nicht verwunderlich.
Aber falls ihr irgendwann mal hier sein solltet, schaut mal nach, ob hier Wasser drin steht. Würde mich mal interessieren. Dass tatsächlich immer Wasser führt, diese Spalte. Im sehr warmen Sommer von 2003 soll einer Quelle nach in dieser Spalte tatsächlich Wasser gestanden haben. So viel erstmal zur heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Auch in der nächsten Folge werden wir uns nochmal in der Gegend rumtreiben. Aber für heute soll es das gewesen sein. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt in Zukunft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.